so good to be here tonight with you guys. Es ist so schön, heute Abend hier zu sein mit euch. I love Munich. It's like my second home. Ich liebe München, ist meine zweite Heimat. But just what an honor to be with you and see what God's doing in this church and through you guys. It's just amazing. Es ist auch eine Ehre, hier zu sein und zu sehen, was Gott in dieser Kirche tut und durch euch. So I'm excited. Toby, your pastors, Pastor Toby and Frauke, just you need to understand something about them. Eure Pastoren Tobi und Frauke, ihr müsst etwas über sie verstehen. I get to visit a lot of churches and a lot of pastors over the last couple of years. Ich durfte in den letzten Jahren sehr viele Kirchen, auch sehr viele Pastoren besuchen und kennenlernen. And I can count the number of pastors on one hand that I would follow and that are doing amazing things and that I think God is just using to bring change to a city. Und ich kann an einer Hand abzählen die Zahl der Pastoren, denen ich nachfolgen würde, die ich unterstützen würde in der And Arbeit. that is your guys' pastor. Und einer davon ist definitiv They hier. are amazing. Die sind echt super. The way they lead, Die Art und Weise, wie sie the way führen, God is using them, die Art und Weise, wie Gott sie benutzt. it's incredible to watch. And so Es thank ist you guys. What unglaublich an zu honor to be here. beobachten. Thank Es you. ist eine Ehre, hier zu sein. So we're going to talk tonight about emotions, Jesus, and wine. Heute Abend werden wir über die Themen Emotionen, Jesus und Wein sprechen. We might be able to talk about emotions and Jesus, and then we need some wine, right? Und nachdem wir über die Gefühle und über Jesus gesprochen Because haben, brauchen wir vielleicht auch etwas Wein. Here's what I know just about me. I have some German heritage. Ich kann über mich sagen, ich habe etwas deutschen Hintergrund in meinem Familienstammbaum. And when I get to travel a lot, my wife is half Mexican and half Puerto Rican. Und meine Ehefrau ist dafür aber zur Hälfte aus Mexiko, zur Hälfte aus Puerto Rico. I didn't hear anybody with the Hispanic background in here because they would have cheered for that. Und wenn hier jemand aus dem Sprachraum wäre, der hätte jetzt laut geschrien. But she understands emotions. Aber sie versteht Gefühle. They're very emotional. My wife is very emotional. Das sind sehr emotionale Menschen. And so I'll text her, Und wenn ich sie texte, and she'll say something like, I'll say, I love you. And she'll be like, no, you don't. und dann schreibe ich hab dich lieb, und dann schreibt sie zurück, nee, And tust du so I nicht. had to find ways to communicate via text to my wife that I had emotion for her. Und dann musste ich eine Art und Weise rausfinden, wie ich Gefühle über meine Texte vermitteln konnte. And so what's amazing is the Apple phone has something on the phone called emojis. So, und auf meinem iPhone habe ich natürlich die Emojis entdeckt. You know, we kind of lost the ability to communicate emotions. We now communicate with emojis. Und wir haben ja die Kommunikation unserer Gefühle verlernt und jetzt verwenden wir dafür Emojis. So I want to play a little bit of a game. Und jetzt möchte ich ein kleines Spiel mit euch And I machen. need you guys all to play and get excited about this, Und right? ich brauche hier rege Teilnahme. We're going to have a contest. I know Germans, like this is going to be an emotional time for you, right? So We got to get kleine it going. Wettbewerb, eine emotionale This Zeit is für die going to be a Deutschen great im Raum. night. Ja? And so I'm going to put an emoji on the screen, and I want you guys to guess, what is that emoji? Or just Und tell me the wir feeling. werden ein Emoji an die Wand beamen und dann müsst ihr sagen, was der Emoji aussagt, welches Gefühl. Are you ready? Seid ihr bereit? Are you ready? Okay. All right, here we go. Love. That's Liebe. right. Sehr That's gut, right. sehr There's the emotion. There's the feeling. It's love. Das ist Okay. dieses Gefühl, ja. Next one. Anger. Zorn. This is what my son texts me sometimes Das when I'm kriege ich late von to meinem pick him Sohn up, öfter right? mal, wenn ich ihm was verweigere. Okay, what's the next one? Happy, joy. Glücklich, That's ja, right. That's Freude. right. That's Sehr it. gut, Okay, sehr gut. next one. Ja. I love it. He's acting it out right here. He's emotional Da acting lebt this jemand out. This seine is so Gefühle great. aus. Thank you. I couldn't have Sehr planned that. schön, Okay, danke. they're going to get a little bit more challenging. So what's this one? Jetzt kommt die nächste Herausforderung. Thoughtful, contemplating, Nachdenklich, thinking. überlegend. Okay, this one's a little bit challenging. What's Die okay? nächste Herausforderung? Shock, Geschockt. surprise, right? Überraschung. Now, I don't know about you, but this next one, Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das nächste I sometimes use when I have a really bad day. benutze ich, wenn ich einen richtig schlechten Tag hatte. Let's see if you can figure it out, Vielleicht kriegt ihr das aus. right? Be honest, who's used that emoji to cry? Wer hat das schon mal see? benutzt? Yeah, Oh, we're, okay, we're all ja. in it together. So sind wir we're going alle to talk zusammen. about emotions, Wir wollen heute über Gefühle sprechen. Jesus, and wine. Jesus und Wein. And I promise you're going to want to listen to the end to see how it all comes together. Und ich kann euch versprechen, ihr wollt am Ende verstehen, wie es zusammenkommt. Because here's the thing that we know about life, Weil das Folgende wissen wir über das Leben. is that sometimes life is overwhelming. Das Leben ist manchmal überfordernd. You can turn on the TV and you see all kinds of things happening around the world. Wenn ihr den Fernseher einschaltet, seht ihr alle möglichen Dinge, die rund um die Welt passieren. Tragic things. Tragische Dinge. That we don't have an emoji to describe how we feel when these things happen Und to us. dafür haben wir kein Emoji, wie es uns geht, wenn wir das sehen. And I'm not sure where you came in today into this gathering, into this place. Ich weiß nicht, wie es dir geht, dass du heute in den Raum hineingekommen bist. But one thing I do know is that there's been some things happening in your church. Ich weiß aber, dass in der Kirche einige Dinge vorgefallen sind. And they've sometimes created emotions that we don't know how to describe.
Und das hat Gefühle in uns erzeugt, die schwer zu beschreiben sind. And so what I want you to know tonight Und was ich euch heute wissen lassen möchte, is that Jesus understands every emotion that you have. ist, dass Jesus jedes einzelne Gefühl versteht, das ihr erlebt habt. Wherever we're at in the story, in the journey, in the place, Jesus understands everything that you're thinking and that you're feeling. Egal wo wir stehen auf unserer Reise, in unserer Geschichte, in unserer Situation, Jesus versteht jedes Gefühl, jeden Gedanken, den wir erleben. And even when it seems like the world is falling apart or things are falling apart, Und auch dann, wenn es aussieht, als ob die Welt um uns herum komplett auseinanderfällt, Jesus is right there in the middle of it, holding it together. Jesus ist direkt dort mittendrin und hält es auch doch So zusammen. I want to share with you a story in the Bible. Und ich möchte euch eine Geschichte aus der Bibel erzählen. I'm going to share a little bit of my story as well, but I'm going to share with you a story in the Bible. And it happens in John 13 through 16. Und ich werde auch etwas von meiner persönlichen Geschichte erzählen. Wir fangen mit der Bibel an im Johannesevangelium Kapitel 13. And I promise I'm not going to read all 4 chapters. Und wir werden nicht alle 4 Kapitel lesen, But these 4 chapters happen in the midst of 4 to 6 hours. aber diese 4 Kapitel finden statt im Laufe von 4 bis 6 Stunden. And some of you will be familiar with the story. Und manche von euch werden diese Geschichte kennen. So we have the disciples that have been following Jesus. Wir haben die Jünger, die Jesus nachgefolgt sind. There's 12 of them, and they've been with him for 3 years. Das sind 12 Stück und die waren jetzt 3 Jahre lang mit ihm zusammen. They've laughed together. Sie haben zusammen gelacht, They've cried together. geweint, They've seen miraculous things happen. die haben Wunder erlebt, They've learned together. die haben zusammen gelernt. It's been an amazing 3-year experience. Es waren abgefahrene 3 Jahre. They've seen miraculous things happen. They've seen people healed and 5,000 people fed. Die haben Wunder erlebt, wie Heilungen oder auch die Fütterung der 5000. And they left everything they had to follow Jesus. Und die haben alles zurückgelassen, um Jesus nachzufolgen. And so they gather in the upper room. Und sie kommen zusammen im Obergemach. And they don't know this, but a few days from now, Jesus is actually going to go to the cross and die. Und was sie noch nicht wissen, ist, dass Jesus in Kürze sterben wird. And so they gather for dinner, for the Lord's Supper, Die kommen zusammen zum Abendessen, zum Abendmahl. and they get to have this amazing experience. Und dort haben sie dieses abgefahrene Erlebnis. But what happens is, it's an emotional experience. Es ist aber auch ein sehr emotionales Erlebnis. It's not what they expected. Es war nicht das, was sie erwartet haben. And so Jesus comes and he serves a meal and he says, I'm the blood and this is my body. Und Jesus kommt und das Essen wird serviert und er sagt, hier, das ist mein Leib und das ist mein Blut. And he talks about, communion, the Last Supper. Und er redet eben über das Abendmahl. And what he's hinting at is that he's going to be a sacrifice, Und was er andeutet, ist, dass er selbst auch Opfer werden wird. which means he's not going to be around very much longer. Das heißt, er wird nicht mehr lange da sein. And so the disciples, they get confused. Und die Jünger sind total verwirrt. What do you mean? What does this mean? And they start asking questions. Und was soll das? Und die fangen an, Fragen zu stellen. And then what happens as he goes the Last Supper is he decides to wash their feet. Und dann entscheidet Jesus, dass er die Füße der Jünger waschen wird. And I don't know about you, but I'm just not a feet person. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin kein Typ für Füße. My wife will want me to massage her feet. I'm just I have to close my eyes while I do it, I'm just not a foot Wenn person. meine Frau sich eine Fußmassage wünscht, dann denke ich mir, ich mache meine Augen zu währenddessen, ich mag das gar nicht. But even in that day, they didn't have shoes that were closed. Und damals hatten sie ja keine geschlossenen Schuhe. They were sandals. Das waren Sandale, No paved roads. keine geteerten Straßen. And so their feet were dirty and had mud caked on them and they just were nasty. Und die Füße waren verdreckt und da war Schlamm dran. Es war echt eklig eigentlich. And so Jesus gets down and he washes their feet. Und Jesus kniet sich hin und wäscht denen die Füße. The role of a servant. Das ist die Rolle des Dieners. And so they get confused again. Und jetzt sind sie schon wieder verwirrt. And what are you doing? Was machst du da? And I don't understand this. Und ich verstehe es nicht. And this doesn't make sense. Und es macht doch gar keinen And Sinn. Peter, being the most emotional one, says, just wash my whole body. Petrus war der Lautstarke, der sagte, nee, nicht nur meine Füße, sondern meinen ganzen Körper waschen bitte. And then he tells them, I'm going to leave. Und dann sagte er, ich werde euch verlassen. That I'm no longer going to be with you. Ich werde nicht mehr bei euch sein. That I'm going somewhere where you can't follow me. Ich gehe wohin, da kommst du nicht mit. And you can see the disciples in that moment going, no, how are we going to stay with you? Und die Jünger, die denken sich, wie geht das? Nee, wie können wir mit dir bleiben? We've Zusammenbleiben? given our whole lives to follow you. Wir haben unser ganzes Leben hingegeben, um dir nachzufolgen. Why are you leaving? Warum gehst du? And so they get worried Und jetzt sind sie besorgt. and they get fearful Und die haben Angst. and they get concerned about what's happening. Und die haben Sorge über ihre Zukunft. The questions continue to rise up. Und die Fragen kommen und kommen. The emotions continue to rise up. Die Gefühle kommen und kommen.
And so it doesn't stop there, right? So then Judas, Und das hört da nicht auf. Das geht Jesus dann says, mit Judas hey, Judas weiter. is going to betray me. Und dann sagt Jesus, dass der Judas ihn betrügen wird. He's going to turn me over to be killed. Der wird ihn verraten und wird ihn verhaften lassen. And so then you start thinking about just the disciples. Here's this guy they were with for 3 years, and he's going to betray them. Und jetzt überlegen sich die Jünger, warte mal, da ist dieser Typ, der war 3 Jahre lang auch dabei und jetzt wird er Jesus verraten. And he's going to betray Jesus. Oh, ich sag das. I already said it? Great, thank you. And then, last thing, Und jetzt der letzte Punkt. is that Peter, Petrus, who has, the emotional guy, ist ein sehr emotionaler Typ. Jesus says, Peter, you're going to deny me or reject me. Und dann sagt er zum Petrus, du wirst mich entweder annehmen oder du wirst mich verleugnen. And Peter's response is, no way, that's not going to happen. Und Petrus sagt, ich werde dich niemals verleugnen. And Jesus says, I promise it's going to happen. Und Jesus sagt, ich verspreche dir, es wird passieren. And so here's this night over dinner where all these emotions, all these questions just flood their minds. Und das alles passiert über eine einzige Mahlzeit. All diese Fragen, diese Emotionen. Now, I don't know if you've ever been at a dinner party like that, Und ich weiß nicht, ob du schon mal so ein Abendessen erlebt hast in dieser Art und Weise. but it's a pretty emotional experience for them. Aber es ist ein ziemlich emotionales Erlebnis für die Jünger. And they are overwhelmed. Und sie sind überwältigt. They don't know what's going to be next. Die wissen nicht, was als nächstes kommt. They have more questions than answers. Die haben mehr Fragen als Antworten. And they're wondering, Jesus, what are you going to do? Und die fragen sich, Jesus, was wirst du eigentlich tun? Now, for me personally, Für mich persönlich, why this is so emotional for me warum es für mich so emotional ist, is this is part of my story. es ist auch ein Teil meiner Geschichte. I've been in that situation before. Ich war in dieser Situation. You see, about 10 years ago, my wife had an affair on me. Vor etwa 10 Jahren hat meine damalige Frau eine Affäre gehabt. Here was this person that I had given my life to, that I said that I loved, that we had kids together. Und da ist diese Person, der ich mein Leben geschenkt habe, die ich geliebt habe. Wir haben 2 Kinder zusammen gehabt. And in the midst of that, my entire world fell apart. Und da mittendrin ist meine Welt komplett auseinandergefallen. You have every emotion every day when you're in the midst of that painful season. In einer solchen Situation erlebst du jede Gefühlslage jeden Tag. I didn't know how it was going to end. Ich wusste nicht, wie das ausgeht. I had so many questions. God, are you good? Why is this happening to me? Ich hatte so viele Fragen. Gott, bist du gut? Warum passiert mir das? And I began to go on this journey for the next couple of years. Und dann habe ich eine Reise begonnen, die mehrere Jahre gedauert hat. And what I discovered in the midst of that, Und was ich da drin erlebt habe, gefunden habe, amazingly who God is. ist das, was Gott ausmacht. See, there were moments as I was in that journey where I didn't see what was going to happen. Da waren Augenblicke während dieser Reise, wo ich nicht wusste, was passiert als nächstes. You know, there was all kinds of challenges upon challenges. She stole money from me. Da waren etliche Herausforderungen für mich. Sie hat Geld geklaut. And I found myself a single dad trying to raise 2 kids. Und da war ich ein alleinerziehender Vater mit 2 Kindern. In fact, I remember being in a toy store. Und ich war einmal in einem Spielzeuggeschäft. And my daughter was 3 and my son was 5. Meine Tochter war 3, mein Sohn war 5. And man, when you're in the midst of that situation, you feel like a failure. Und wenn du in der Situation steckst, fühlst du dich wie ein Versager. You're embarrassed of what's happening in your life. Du schämst dich wegen dem, was in deinem Leben passiert ist. And my daughter saw a toy that she wanted. Meine Tochter hat ein Spielzeug gesehen, was sie gerne haben wollte. And she really wanted this toy. Und sie wollte das unbedingt haben. And my son looks at her and says, Papa doesn't have enough money to buy that toy for you. Und mein Sohn schaut seine Schwester an und sagt, Papa hat nicht so viel Geld, er kann sich das nicht leisten. And as a dad, Und als Vater, man, your heart breaks in that moment. da zerbricht dir das Herz in dem Augenblick. And you're going, God, where are you? Und du fragst Gott, wo bist du? Where are you? Wo bist du? And every day I said I would have every emotion. As you're angry one day, you're laughing the next day, you're excited the next day, you're depressed the next day. Like it is a journey to wrestle with where is God in the midst of this. Und jeden Tag gehst du durch all diese Emotionen durch. Du bist enttäuscht, du bist zornig, du bist platt und es ist eine Reise, durch die man hindurch muss. But what I know is this. Aber was ich weiß, I wouldn't change any of it for anything. ich würde nichts davon verändern im Nachhinein. See, here's the thing, is in the midst of that pain and hurt and frustration and emotions and being overwhelmed, Was ich sagen kann, ist, dass inmitten dieser Schmerzen, diese Überforderung, I got to discover who God was. da konnte ich entdecken, wer Gott eigentlich ist. I got to hold on to God with everything I have. Ich durfte an Gott festhalten mit allem, was ich hatte. I didn't know what was going to happen tomorrow or the next day or the next day. Ich wusste nicht, was am nächsten Tag passieren würde oder in den Tagen danach. And in the midst of the questions that I had, God didn't have any answers for me, but He gave me promises. Inmitten all dieser Fragen, die ich hatte, habe ich keine Antworten bekommen, aber ich habe Versprechen bekommen von He Gott. said this, I will provide for you.
Er sagte, ich werde für dich sorgen, I will protect you, ich werde dich beschützen and I am preparing you. und ich bereite dich vor. And again, all I had in those moments was to hold on to, this is who God is. Und das ist alles, was ich hatte, woran ich mich festhalten konnte, ist, wer Gott ist, sein Wesen. See, this is who God is. God is a God who redeems and restores. Gott ist ein Gott, der freisetzt und der wiederherstellt. God is a God who is faithful and he promises, he loves us deeply. Gott ist ein treuer Gott und er verspricht uns, dass er uns auch sehr tief We liebt. had this cross over here. The cross is a promise that whatever evil or whatever challenge is going on in your life, it will not win, that God is victorious. Wir hatten ein Kreuz auf der Bühne und das Kreuz ist ein Symbol dafür, dass Gott immer siegen wird in unserem Leben, dass der Feind nicht siegen kann. See, without that moment, I wouldn't have gotten to be connected to God the way that I am today. Und ohne diese Situation in meinem Leben hätte ich mich niemals so eng mit Gott verbunden, wie ich heute bin. And what God did is he sent me my wife that I have now. Und was Gott gemacht hat, ist, hat mir meine heutige Ehefrau geschickt. She's half Mexican, half Puerto Rican, so it's crazy, it's fun. Sie ist halb Mexikanerin, halb Puerto Ricanerin. and Das, she's das amazing. ist verrückt, das macht viel Spaß. And our kids are doing great. Und unsere Kinder, denen geht's super. And none of this I could see in the moment that I was in when I was hurting and it was painful and I was questioning, God, are you in this? Und als ich in der Situation steckte, seinerzeit voller Schmerzen, voller Zweifel, hätte ich das niemals sehen können, dass das wieder so wird. And what's amazing is Jesus understands exactly where we're at. Und das Wunderbare ist, dass Jesus wirklich versteht, wie es uns geht, wenn wir da drin stehen. In John 14, the next chapter, Jesus addresses his disciples. Im nächsten Kapitel, im 14, spricht Jesus seine Jünger an. And he says this, they'll put it up on the screen here. Und er sagt jetzt Folgendes, wir lesen von der Wand. He understands that his disciples have questions, that they're overwhelmed. Er versteht, dass seine Jünger Fragen haben, dass sie überwältigt sind. And he says this, do not let your hearts be troubled. Und er sagt, seid nicht bestürzt und habt keine Angst. You believe in God, believe also in me. Du glaubst an Gott, also glaube auch an mich. See, he understands all the things that are going on inside of us. Er versteht all das, was sich in uns bewegt. He understands the questions that you have. Er versteht die Fragen, die du hast. He understands the emotions you have. Er versteht die Emotionen, die du hast. He knows where you're at in this story. Er weiß, wo du stehst in deiner eigenen Geschichte. And what's amazing in this passage is that the disciples, they still ask questions. They were still trying to figure it out. Und das Besondere an dieser Bibelstelle ist, dass die Jünger noch voller Fragen waren. Die haben noch versucht, es irgendwie zu verstehen. And so Thomas would come and go, hey, this doesn't make sense. You're going to leave us. How do we follow you? Thomas hat gesagt, das macht keinen Sinn. Wie sollen wir dir nachfolgen, wenn du nicht da bist? And Philip would ask a question about, wait, how do we know the Father? And again, how does this make sense? Und Philippus fragte, ja, woher kennen wir den Vater? Das ergibt keinen logischen Sinn. And the other Judas would come and just go, I don't understand this. Und Judas, der Nichtverräter, fragt, ja, ich verstehe das überhaupt nicht. Was soll das alles? And so as they gather in the upper room, Und als sie zusammenkamen im Obergemach, Jesus walks them into a journey. He says, let's go walk with me. Jesus sagt, komm mit mir auf eine Reise. I want to give you answers to some of your questions. Ich werde dir Antworten geben auf einige eurer Fragen. Things that I can promise you. Dinge, die ich dir versprechen kann. And euch so they versprechen walk kann. and they're going from the upper room to the Garden of Gethsemane. Und die bewegen sich dann vom Obergemach Richtung Garten Gethsemane. And they stopped along the road and they saw a vineyard. Unterwegs halten sie an einem Weinberg an. And Jesus gets to sit down and he gets to talk to them about what it means to stay connected to him in the most challenging of times. Und Jesus konnte an der Stelle mit ihnen darüber sprechen, was es bedeutet, mit ihm verbunden zu bleiben in den herausfordernden Zeiten. Now, I'm a guy who I love wine. How many of you Also ich love wine? persönlich, ich mag Wein sehr gern. Yeah, everybody, all mag hands sonst are Wein? up, right? Beer? Bier auch? Okay, wine. Okay, Weniger, but okay. so I love wine so much that I actually went to school to become certified as a wine expert. Ich mag Wein so sehr, dass ich dann auch in diesem Bereich studiert habe, damit ich auch als Experte zertifiziert werde. So I kind of geek out on this stuff. Does that make sense? Translate geek out? Ja, I'll do that. Okay, Also, okay. Ja, also manchmal werde ich da sehr technisch, wenn es hier um den Weinbau angeht. I get really excited about it. Ich werde sehr begeistert auch. And so we're going to talk a little bit in John 15. He gives them the answers of how to survive in the midst of challenging situations. Und der gibt uns hier mit dieser Bibelstelle auch Antworten darauf, wie wir reagieren können in diesen Situationen. And so he says this in John 15, verse 1 through 4. Und im Kapitel 15 sagt er Folgendes. Jesus says, I am the true grapevine, Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock and my Father is the gardener. und mein Vater ist der Weinbauer. He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit, Alle Reben, die keine Frucht bringen, die schneide ich ab. and he prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more fruit. Und die Reben, die Frucht tragen, die werden auch noch beschnitten, damit You- sie noch mehr Frucht tragen. You've already been pruned and purified by the message I've given you. Und er sagt zu seinen Jüngern, ihr seid ja schon beschnitten worden durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe. Remain in me, and I will remain in you. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben.
For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. Denn eine Rebe kann keine Frucht produzieren, wenn sie nicht am Weinstock angepfropft ist und wächst. So you got to imagine Jesus with his disciples stopping by the vineyard. Ihr müsst euch vorstellen, wie Jesus mit seinen Jüngern da am Weinberg steht. And they would have understood the vineyard and they would have understood what it meant to be connected to the vine. Und seine Jünger werden das auch verstanden haben, was die Pflanzentechnik betrifft vom Weinbau. And he's going to begin to give them promises and answers to the questions and emotions that they have. Und er fängt an, ihnen Antworten zu geben auf die Fragen, die sie haben und auf die Emotionen, die sie erleben. And so what's amazing is that he says, I'm telling you, this verse 11, I'm telling you these things so that you can be filled with my joy. Und das Wunderbare ist, er sagt ihnen, ich erzähle euch das, damit ihr mit meiner Freude erfüllt werdet. See, Jesus wants to take everything that's in us, everything that's in our story, every emotion, and he goes, let me give you my joy. Und Jesus will alles nehmen, was auch kaputt ist, was sich in unserer Geschichte bewegt und will aus all dem uns seine Freude schenken. And so, he stops and he looks at the vine, he says, I'm the vine, the Father's the gardener, and you are the branches. Und die halten da an, er sagt, ich bin der Weinstock, Vater ist der Weinbauer und ihr seid die Reben. And so there's a picture of a vine that's going to come up here. Und jetzt haben wir ein Bild von einem Weinstock. And the vine is not the pretty thing in the picture. It's not the grapes, it's not the green leaves, it's not what looks nice. Der Weinstock ist tatsächlich nicht das Schöne an dem Bild. Es sind nicht die Trauben und die Blätter, die sonst sehr schön daherkommen. It's kind of that ugly brown thing in the back there. Es ist so der hässliche Ast da im Hintergrund. And what we know about a vine is what we think about plants that want to grow. Und was wir über den Weinbau wissen, is that they need lots of water, lots of sunlight, lots of nutrients. wir wissen, dass allgemeine Pflanzen brauchen viel Wasser, viel Licht, viel Nährstoffe, damit sie wachsen können. But if you understand wine and vineyards, Aber wenn man sich in den Weinbau begibt, it's different. da geht es etwas anders zu. The best wines are produced in the worst soils. Die besten Weine kommen in den schlimmsten Böden vor. And so I want to read you this quote. Here it Und is. ich will euch ein Zitat vorlesen. And this is a quote by a German winemaker. Of Es course, ist you got to have a German Ein winemaker, right? Zitat von einer deutschen Winzerin natürlich. And they say this about the vine, because at the vine, I want you to listen to the analogy he's making about Jesus. Und wenn ich das jetzt vorlese, denkt an diese Analogie mit Jesus. He says, Vintners have explained that when a vine lacks water and is under stress, Winzer haben uns erklärt, dass wenn ein Weinstock Wassermangel hat oder Stress, it is forced to develop deeper roots in order to reach a new water supply. dass der Weinstock gezwungen ist, seine Wurzeln noch tiefer wachsen zu lassen, um an neue Wasserquellen ranzukommen. And the deeper that the roots go, Und je tiefer die Wurzeln wachsen, the more it interacts with the complexity of the soil and the water, desto mehr Bodenschichten durchdringt ist und desto mehr Komplexität kommt aus dem Erdreich. and ultimately produces a much better wine. Und damit kommt ein viel besserer Wein zustande. And so think about that for a second. When Jesus, think about how genius he was when he said, I am the vine. Denk mal darüber nach, wie genial das ist, als er sagte, ich bin der Weinstock. I'm willing to suffer for you. Ich bin bereit, für euch zu leiden. I'm willing to be stressed for you. Ich bin bereit, Stress mitzumachen I'm für willing to euch. go deeper into the soil of my roots to produce this life-giving water that's going to give you nutrients that you need. Ich bin bereit, meine Wurzeln noch tiefer wachsen zu lassen, damit ich euch das lebendige Wasser geben kann, was ihr braucht. And so Jesus is saying, I am the living water. Und Jesus sagt, ich bin das lebendige Wasser. I am everything you need. Ich bin alles, was du brauchst. I have all the nutrients for wherever you're at. Ich habe alle Nährstoffe für deine aktuelle Situation. Let me endure so that you can produce fruit. Lass mich leiden, damit du Frucht hervorbringen kannst. And then he says, we are the branches. Er sagt, wir sind die Reben. And the branches they can't produce anything if they're not connected to the vine. Und er sagt, die Reben, die können nichts hervorbringen, wenn sie nicht am Weinstock verbunden And sind. he's really saying, the vine is everything. It provides the nutrients. The branch just kind of grows out. Was er eigentlich mit sagen will, ist der Weinstock ist der zentrale Punkt. Die Reben sind nur dazu da als Kanal. And if you're not connected to that vine, you actually break off and you die. Und wenn die Rebe nicht am Weinstock verbunden ist, dann bricht sie ab und dann stirbt sie. But the point of the branch is to produce fruit. Aber die Aufgabe von der Rebe ist natürlich, Frucht zu produzieren. And then he says, the Father is the winemaker. Und dann sagt er, dass der Vater der Weinbauer ist. And what's amazing about this analogy is the Father is the winemaker, is that he has a vision that you can't possibly see for yourself. Das Besondere an dieser Analogie ist, dass der Vater eine Vision hat für dich, die du selbst nicht erkennen kannst. You see, if we're the branch and we're focused on making fruit, all we can see is we're like excited to become the grapes, we're excited to become the fruit. Wenn wir die Rebe sind, dann sind wir begeistert darüber, selbst die Frucht zu werden. But God is going, there's so much more for you. There's so much that I want to see the fruit develop into something that's even better. Aber Gott will über die Frucht hinaus was ganz anderes in dir schaffen. And so the winemaker knows that if you take the grapes Der Weinbauer weiß, wenn er die Trauben hernimmt
And if you crush the grapes, Und wenn er sie presst, if you break the grapes, wenn sie zerstört werden, if you put them smashed up into a tank and it looks like Und- skins and juice and seeds all in this und wenn du glass, sie zermalmst und in ein Fass reinbringst mit ihrer Haut, mit dem Fleisch, mit dem Saft, he takes something that's broken er nimmt etwas, was zerstört ist and messy, und unordentlich ist, and he says, I see something else. und er sagt, ich sehe hier was ganz anderes in dem Glas. He says, I see this amazing glass of wine. Ich sehe das Weinglas, das Glas voller Wein. Left-handed, by the way. Sehr gut. And he says, this Er sagt, das is what I have in store for you. ist das, was ich für dich geplant habe. It's something more beautiful than you could possibly imagine. Es ist so viel schöner als das, was du dir selber vorstellen kannst. It's more delicious than you could ever imagine. Es schmeckt sehr viel besser, als du dir vorstellen kannst. But sometimes we have to go through this process Aber manchmal müssen wir erst durch den Prozess, to become the very thing that God wants us to become. um das zu werden, was Gott sich vorgestellt hat. And so I look at this passage and I want to just leave you with three things as we're kind of processing Und this. wenn ich mir diese Bibelstelle anschaue, dann will ich euch 3 Punkte dalassen. Because I don't know where you're at in your journey or your story. Ich weiß nicht, wo du in deiner Geschichte auf deiner Reise stehst. I don't know if you came in here with emotions of anger or disappointment or betrayal or frustration. Ich weiß nicht, ob du hier reinkommst mit Gefühlen voller Zorn, Verrat, Enttäuschung. And maybe you came in here just not feeling anything. Und vielleicht kamst du hier rein ohne Gefühle irgendwelcher Art. But I want to leave you with three kind of truths and promises that God has Ich möchte euch 3 Wahrheiten, 3 Verheißungen zurücklassen, die Gott für uns hat, based on this passage for his disciples. die aus dieser Bibelstelle stammen. And the first one he says, stay connected to me. Das Erste, was er sagt, ist, bleib mit mir verbunden. He doesn't say I'll remain in you. He says, if you remain in me, I will remain in you. Er sagt nicht einfach, ich bleibe in dir drin. Er sagt, wenn du in mir bleibst, dann bleibe ich in dir You drin. see, there's a transaction that happens there. Da ist eine Transaktion, die passiert, eine Interaktion. We have to choose to Wir stay müssen- connected to him. Wir müssen uns entscheiden, mit ihm verbunden zu bleiben. It doesn't just happen automatically. Das passiert nicht einfach And automatisch. he is that life-giving source of vine and nutrients that we need to survive. Und er ist diese lebensspendende Quelle von Nährstoffen und Wasser und alles, was wir brauchen, um zu leben. And so he says, stay connected to me. Und er sagt, bleib mit mir verbunden. The next thing he says, rely on the vine. Und das Nächste, was er sagt, ist, verlass dich auf den See, Weinstock. we can't get through these things on our own. Wir können durch diese Situation nicht alleine hindurchgehen. When we try to do things on our own, it leads to other things of just, bad behaviors and things that just aren't good for us. Wenn wir versuchen, das ohne ihn zu verarbeiten, dann geraten wir in Dinge, die uns noch mehr zerstören. And so Jesus says, would you rely on me? Und Jesus sagt, würdest du dich auf mich verlassen? Would you surrender to me? Würdest du dich mir unterordnen? Wherever you're at in your story, whatever questions you have, I may not have the answers, but I promise to be with you, to be connected to you, to love you unconditionally. Wo auch immer du jetzt stehst, wie auch immer deine Geschichte aussieht, er gibt dir nicht sofort die Antworten, aber er verspricht, bei dir zu bleiben und verbunden zu bleiben bis zum Schluss. And so as we get ready to worship in a couple songs, Und während wir uns darauf vorbereiten, ein paar gesungene Bete zu I know that sprechen, there are emotions and feelings and things going on in my life that I need to give to Jesus. weiß ich, dass in meinem Leben es Gefühle gibt und Dinge, die ich abgeben muss an Jesus. Because see, it's at the cross that was here. It's the cross that transforms those things that we have going on in our life to be these amazing things that God's going to do in our life. Es ist das Kreuz, was diese kaputten Dinge in unserem Leben ja transformiert in diese wunderbaren Dinge, die Gott in uns sehen will. And sometimes there needs to be a process to go through that. Aber häufig muss man vorher einen Prozess mitmachen. But it starts with us surrendering those emotions, those feelings, those questions, and laying them at the feet of Jesus. Und es fängt damit an, dass wir diese Zweifel und Fragen und Gefühle bei Jesus einfach abgeben. And one last thing. Ein letzter Gedanke. He says, remain in me. Er sagt, bleib in mir. And remain in me is about time. Und bleiben hat was mit einem zeitlichen Faktor zu tun. It's something that doesn't happen instantly. Das passiert nicht auf einmal. You may not be able to see tomorrow or the next day or the week or the next month. Kann sein, dass du nicht weißt, was morgen ist, übermorgen oder auch die nächste Woche, nächsten Monat. But Jesus says, if you're willing to remain in me, watch what I can do. Aber Jesus sagt, wenn du bereit bist, in mir zu bleiben, You know, I dann had schau, was ich aus dir machen kann. I had a friend of mine, his name was Brian, Ich hatte einen Freund, der hieß Brian and he was in my Explore group. und der war in meiner Explore-Gruppe. How many of you done Explore? Wer hat die Explore gemacht? Love it. If you haven't, you should do it. Wenn du es hast, dann solltest du es mal probieren. So Brian comes to Explore and he shows up and I go, hey, why are you here?
Und Brian kommt zu Explore und ich frage ihn, ja, warum bist du hier? And he says, I'm here because my wife made me. Ich bin nur hier, weil meine Frau das will. And he sat there like this. Und er hat sich da hingesetzt He was one of those guys that didn't want to talk. und er wollte nicht reden. And he had so many questions. He said, I don't believe anything you're saying. Und er hat tausende Fragen, hat alles in Frage gestellt. And some days he would come angry. Und manchmal kam er mit Zorn an. And other days he would come with more questions. Und andere Tage kommt er mit vielen Fragen an. And as we went through Explore, Und als wir durch den Explore durchgegangen here's what I sind, did to Brian. habe ich Folgendes mit Brian I gemacht. said, Brian, Ich sagte, Brian, let's have coffee. lass uns mal Kaffee trinken. And so Brian and I would have coffee. Und da haben wir sehr oft Kaffee And we would getrunken. hang out. Und wir würden einfach miteinander And I would rumhängen. embrace his questions. Und ich würde seine Fragen annehmen. And so this is 5 years ago. Und das war vor 5 Jahren. And I want to show you a story, an email that he just sent me today, or the other day. Und neulich hat er mir eine E-Mail geschickt, die würde ich euch gern vorlesen. Brian says this, Brian schreibt Folgendes. Matt, I hope all is well with you. Matt, ich hoffe, dass alles gut ist mit dir. I am doing good. Mir geht es super. My marriage is strong right now. Meine Ehe ist stark. When I met him, his marriage was falling apart. Als ich ihn kennengelernt habe, war die Ehe am Auseinanderfallen. I attended a men's camp and said yes to Jesus. Ich war auf einem Männercamp und ich habe dann mein Leben Jesus übergeben. I was at a Bible study this morning. I felt compelled to reach out to you. Und heute Morgen war ich in einer kleinen Gruppe und ich hatte das Gefühl, ich muss mich an dich wenden. He said, there's a man Er sagte, da gibt es einen Mann in my group going through the same things as me. in meiner Gruppe, der macht dasselbe durch wie ich vor 5 Jahren. I have offered to stand by him, Ich habe ihm angeboten, ihm beizustehen in dieser Phase, to grab coffee with him, um Kaffee mit ihm zu trinken, to talk to him whenever he needs. um mit ihm zu reden, wann auch immer er das braucht. Much like what you did for me. Sehr ähnlich wie das, was du für mich getan hast. I just wanted you to know the impact of your actions and the repercussions it can have on this world when you step out. Ich wollte nur, dass du weißt, was für einen Effekt das haben kann, wenn du einen Schritt hervortust in dieser Welt. I don't know where you're at in this journey and the story and the pain and the emotions that you have as the church wrestles with some things. Ich weiß nicht, wo du persönlich stehst in deiner Reise, in deiner Geschichte, während die Kirche ja mit einigen Themen ringt. And I'm sure there are other things in your life that are challenging. Und bestimmt gibt es andere Themen in deinem Privatleben, die auch herausfordernd sind. But man, Jesus invites us to say, would we remain in him? Aber Jesus lädt uns ein, dass wir in ihm bleiben. Would we stay connected to him in the midst of all the challenges and problems that we have? Dass wir mit ihm verbunden bleiben, unabhängig von all den Problemen und Herausforderungen, die wir erleben. And we may not be able to see what God is going to do today or tomorrow or the next day. Und wahrscheinlich können wir nicht erkennen, was heute, morgen, übermorgen passieren wird. But God is a God who redeems. Aber Gott ist ein Gott, der auch freisetzt. And whether it takes 1 year or 2 years or 5 years, God is about restoration. He is about bringing people closer to him. Und egal, ob das 1, 2 oder 5 Jahre braucht, Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. He sees you. Er sieht dich, He loves you. er liebt dich, He wants you to be connected to him. er will, dass du mit ihm verbunden bleibst, He wants you to surrender er will, dass du an ihn abgibst, whatever's going on in your life. was auch immer in deinem Leben vor sich geht. And so as the worship team comes up here to just worship for a moment, Und während das Worship-Team wieder auf die Bühne kommt, I want to invite you to take those things that are on your heart. möchte ich euch gerne einladen, das, was dein Herz heute bewegt. And as we worship, there is a place over there that you can have communion and people are going to pray with you. And there's a place in the back. Dann kannst du diese Themen entweder zum Abendmahl tragen und sie dort mit Gott besprechen oder zum Gebetsteam gehen und mit jemandem darüber beten. And my prayer is that you would allow the Holy Spirit Und mein Gebet ist es, dass du dem Heiligen Geist erlaubst, just to move in this space as we worship the God who has sent his son to take everything away from us. sich in diesem Raum zu entfalten, weil Gott hat seinen Sohn gesandt, um Those- all diese Dinge von uns Those wegzunehmen. emotions, those questions, that God sent his son so that we could have a place to come before the cross. All diese Gefühle, all diese Fragen und Zweifel, Gott hat seinen Sohn auf Erden geschickt, damit wir einen Ort der Freiheit erleben können. And as I pray for you right now, Und während ich jetzt gleich für euch bete, my prayer is that you don't leave today mein Gebet ist es, dass du heute nicht rausgehst, without going to the cross with whatever God has put on your heart. ohne ans Kreuz zu gehen mit dem, was dein Herz heute bewegt. Jesus, you are the answer. Jesus, du bist die Antwort. Jesus, you have promised to be with us. Du hast versprochen, bei You uns zu bleiben. You have promised to be faithful to us. Du hast versprochen, treu zu You bleiben. have promised to give us everlasting life. Und du hast versprochen, uns lebendiges, Lord, ewiges Leben zu schenken. Jesus, thank you for what you're doing in the lives of the people in this church. Jesus, ich danke dir für das, was du in dem Leben der Menschen in dieser Kirche tust. We so desperately need you. Wir brauchen dich so dringend. And thank you for providing a way to stay connected to you.
Und danke, dass du einen Weg ermöglicht hast, dass wir mit dir verbunden bleiben können. Lord, we are desperate for you to move. Vater, wir sind verzweifelt dafür, dass du dich bewegst. And we anticipate the miracles and the good things that are going to come in the weeks to come. Und wir sehen die Wunder herbei, die in den nächsten Wochen passieren werden, aus deiner Hand. Because you are a God of hope. Weil du ein Gott der Hoffnung bist. You are a God who redeems. Ein Gott, der freisetzt. You are a God who restores. Ein Gott, der wiederherstellt. We pray this in your Son's name. Wir beten das im Namen deines Sohnes. Amen. Amen.